Zero, was kann man gegen Heißhungerattacken eigentlich machen? Ich habe manchmal so Heißhungerattacken. Hast du da irgendwelche Tipps? In der Tat habe ich da 4 Tipps. Servus Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, meine lieben Freunde. Ich habe für euch 4 Tipps gegen Heißhungerattacken, 2 einfache Tipps und 2 mega schwere Tipps. Ja, also die sind nicht von dieser Welt. Schauen wir uns an, um was es sich hier dabei handelt. Also als allererstes, was passiert überhaupt bei Heißhungerattacken? Mit viel Zucker schütten wir viel Insulin aus. Und dann ist unser Insulin im Keller. Wir möchten unseren Insulinspiegel oder wir sollten unseren Insulinspiegel flach halten. Wenn wir viel Zucker essen, also viel Kohlenhydrate essen, dann steigt unser Insulinspiegel erstmal. Und danach fällt der wieder rapide runter. Einmal steigt er hoch, einmal steigt er runter. Also wir haben da so eine komische Welle dann zum Beispiel, wie unser Spiegel immer up and down geht. Ständig. Und unser Gehirn hat dann gar keinen Bock mehr. Unser Gehirn will dann einfach nur noch wieder Zucker haben. Sobald er wieder im Keller ist, der Spiegel, will dein Gehirn nicht, dass du dir irgendwie jetzt irgendwas anderes zu essen machst, irgendein Low-Carb-Gericht. Das möchte er nicht haben oder irgendwie Gemüse essen. Dein Gehirn sucht nach einer, sage ich dir gleich, nicht jetzt sofort, sage ich dir gleich. Aus diesem Grund haben wir die Heißhungerattacken. Auch anders ausgedrückt, für euch, lieben Zuschauer, wir sind Sklaven. What? Sklaven unseres eigenen Hormonhaushalts. Aber wie kann man das jetzt vermeiden? Das ist auch nicht jetzt ein großes Hexenwerk. Und zwar ist es wichtig, dass du den ganzen Tag über Essen tust. Aber natürlich was? Zum Beispiel, ihr könnt euch schon denken, jetzt was ich sagen werde, 1 Kilo Gemüse essen, ja? Wir hatten ja vorher gesagt, 1 Kilo Gemüse am Tag essen. Ich empfehle immer, 1 Kilogramm Gemüse am Tag verteilt zu essen. Morgens, abends, mittags zum Beispiel. Plus 1 Kilogramm Gemüse am Tag, Stoffwechsel anregen. Zu meinem Frühstück gehört noch ebenfalls sehr viel Gemüse. Schnibbeln mir ungefähr 1 Kilo Gemüse. Das heißt, ihr esst zum Beispiel den ganzen Tag 1 Kilo Gemüse verteilt. Und ihr isst zum Beispiel viele Proteine mit Fett verbunden. Warum Proteine mit Fett? Weil es lange satt hält. Und weil ihr ständig irgendwas esst, habt ihr auch dazu gesorgt, dass euer Insulinspiegel immer gleich bleibt. Diese Tipps oder dieser Tipp, die helfen nur bedingt. Es gibt dann noch eine andere Sache oder andere Problemstellen oder Baustellen, warum das nicht sofort oder warum das langfristig nicht den gewünschten Erfolg haben wird. Wir müssen zurück zu unserem Kontrollsystem. Und was ist unser Kontrollsystem? Richtig, das Gehirn. Das Gehirn ist unser Kontrollsystem. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt 100 Leute fragen würde, ist Rauchen gesund oder ungesund? Was denkst du, was die mir antworten würden? Richtig, natürlich gesund. Spaß. Rauchen ist ungesund und von 100 Leuten, die ich fragen würde, würden wahrscheinlich zu 99%, vielleicht, es gibt immer 1%, die einfach möchte, dass diese Umfrage fail wird, würde dann sagen, dass es ungesund ist. Warum rauchen wir dann zum Beispiel? Für den Moment, für den Kick, für die Befriedigung. Das war das Wort, was ich vorhin sagen wollte. Alkohol, Rauchen, Drogen und sonst irgendwelche Suchtmacher, die geben dir für den Moment eine Befriedigung. Du isst gerade zum Beispiel eine Schokolade, du hast gerade reingebissen, kaust, machst die Augen zu, du genießt. Schöne Milka-Schokolade, denkst du dir? Oder du rauchst. Alles nur für den Moment. Das ist nur die Befriedigung für deinen oder für diesen einen Moment. Die Konsequenzen davon, das ist dein Gehirn egal. Dass du jetzt zum Beispiel, wenn du rauchst, dir deine Lunge zerstörst, das ist deinem Gehirn egal. Dass wenn du jeden Tag oder viel Schokolade essen tust und dadurch zum Beispiel dick wirst, das ist deinem Gehirn auch egal. Dein Gehirn sehnt sich immer nur nach dieser einen Befriedigung. Und das ist es, was Zucker, Drogen, Alkohol und gemeinsam haben. Das heißt, wir müssten eigentlich zur Ursache zurück. Es ist natürlich die eine Art von Ernährung, warum wir so geworden sind. Aber was ist denn noch davor?
Aktion, Reaktion. Ihr kontrolliert euch selbst, beziehungsweise unser Kontrollsystem kontrolliert alles. Dein Gehirn kontrolliert alles. Wir wissen ganz genau, dass Rauchen schädlich ist. Aber hören wir mit Rauchen auf? Wir wissen ganz genau, Zucker ist ungesund. Aber hören wir auf, Zucker zu essen? Wir wissen ganz genau, wenn ich dir eine Schokolade esse, weiß ich, oder wenn ich eine Tafel Schokolade esse, weiß ich, dass es nicht gut ist. Aber was ist denn die Folge davon? Wir machen es trotzdem. Und das ist der springende Punkt. Es ist immer diese eine Kopfsache. Es ist immer nur die Verlinkung. Womit verlinkst du dir irgendwelche Sachen? Wenn du zum Beispiel jetzt Schokolade essen wirst oder möchtest, anstatt zu verlinken zum Beispiel, du schaust dir die Schokolade an. Nehmen wir mal jetzt an, mein Handy ist jetzt Schokolade. Und ich mache das selbst manchmal irgendwo beim Rewe oder so. Ich schaue mir das an, weiß wie das schmeckt. Ich gucke mir das an und dann lege ich es wieder weg. Erstens, ich möchte nicht Sklave meiner eigenen Begierde sein, meines eigenen Hormonhaushalts sein. Ich möchte mich selbst kontrollieren. Ich möchte mein Gehirn und meine Gelüste kontrollieren. Zweitens, ich weiß, dass das ungesund ist. Die Verbindung oder die Verlinkung, die ich da hergestellt habe, das ist das Wichtige. Anstatt zu verlinken, Geil, lecker. Schokolade. solltest du dir doch lieber verlinken Schokolade. Ich bin dick, ich bin hässlich. und. Das ist dasselbe wie zum Beispiel, du siehst draußen vielleicht deine Traumfrau oder dein Traummann, was auch immer. Und du sagst dir in dem Moment, Boah, die gehe ich jetzt ansprechen hier. ja, ich gehe mal jetzt vom Mann aus, weil mehr Männer immer die Frauen ansprechen, ja, also jetzt Durchblut. Du sprichst die Frau an. Was passiert vielleicht? Höchstwahrscheinlich, aus dir kommt kein Tonwort raus. Warum? Hast du dich gefragt, warum? Dein Gehirn hat dich beschützt. Dein Gehirn hat dich vor dem Versagen beschützt. Du hast in deinem Gehirn die Verlinkung gehabt. Was wäre, wenn? Das ist meiner Meinung nach die dümmste Verlinkung, die man je im Leben machen kann. Das ist nicht schon damit so. Was, wenn ich scheitere? Egal, was für ein Themenbereich das ist. Egal, was für ein Thema das ist. Immer dieses, was, wenn ich scheitere? Was, wenn es nicht klappt? Ich mache ja auch gerade YouTube, oder? Ich drehe ja auch gerade ein Video. Ich habe auch gerade nur 60 Abonnenten. Was, wenn es nicht klappt? Hätte ich mir auch sagen können. Aber wenn du es nicht versuchst und nicht durchziehst, dann wirst du niemals erfahren, ob es geklappt hat. Wenn du diese eine Frau nicht angesprochen hast, dann wirst du nicht erfahren, ob es überhaupt zustande gekommen wäre. Vielleicht wäre sie auf dich eingegangen. Und vielleicht hättest du mit ihr geheiratet. Und vielleicht hättest du mit dir auch schon 15 Kinder gemacht. Das alles wissen wir doch gar nicht. Wir können doch gar nicht etwas wissen, wenn wir es gar nicht gemacht haben. Wozu dann die Verlinkung mit, was, wenn ich es nicht schaffe? Was, wenn ich daran scheitere? Diese Verlinkung ist absurd. Das sage ich jetzt direkt, straight einfach, eiskalt heraus. Manche Menschen mögen es etwas direkter, härter. Manche mögen es vielleicht auf die sanfte Variante. Aber es ist einfach ein Fakt. Es ist nur die Verlinkung im Kopf. Und der dritte Tipp ist, wirklich, und das machen die wenigsten. Weißt du auch warum? Die Menschen interessieren sich gar nicht so dafür, weil sie die Konsequenzen davon nicht in dem Moment spüren. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Zigarette rauchen würdest und direkt nach der Zigarette vielleicht sterbenskrank wärst, dann würdest du nicht die Zigarette rauchen. Aber weil du von einer Zigarette nicht krank wirst oder nicht stirbst oder ein Raucherbein bekommst sofort, rauchen die Leute die Zigaretten jahrzehntelang und bekommen vielleicht dann ihr Raucherbein als Geschenk. Also der dritte Tipp ist, dass du versuchst, das Ganze jetzt mal einfach aufzuschreiben. Nimm dir ein Stück Papier, hier, nimm dir sowas, ja, und mach eine Pro- und Kontraliste. Nehmen wir mal einfach als Beispiel Schokolade wieder. So, oder Rauchen. Nehmen wir mal, egal, nehmen wir beides jetzt einfach, ja. Nehmen wir mal beides. Wir haben jetzt eine Pro- und Kontraliste. Pro für Rauchen, Kick für den Moment. Weiteres hält mir nicht dazu ein. Rest ist Kontra. Ungesund, Selbstmord auf Raten und. Hat keine Bereicherung. Rauchen hat keine einzige Bereicherung, keinen Mehrwert. Bei Schokolade ist es Gott sei Dank ein bisschen anders. Schmeckt gut, kannst du noch hinzufügen bei der Schokolade. Und ja, was anderes hält mir jetzt auch nicht ein eigentlich. Und keine Ahnung. Und Kontra wäre zum Beispiel, macht dick, Zuckeraufnahme ist ungesund. Traue mich nicht dadurch irgendwie meiner Freundin zu zeigen, weil ich einen scheiß Körper habe oder sowas, ja. Schreib einfach auf die Pro und Kontras für das, was du tust, wovon du wegkommen möchtest. Und dann wäre der nächste folgende Tipp, also der vierte Tipp, es einfach aus dem Gehirn degradieren, auslöschen, aus die Maus, Mickey Maus. Du kannst zum Beispiel versuchen, ja, wenn du Schokolade in der Hand hältst und dir einfach vorstellst, dass Schokolade nach
Für mich persönlich das ekelhafteste ist Tintenfisch. Wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel meine Lieblingsschokolade nach Tintenfisch schmeckt und wenn du das im Kopf verlinkst, dann kannst du den Geschmack in deinem Mund sogar spüren. Das ist mega schwer. Das erfordert vielleicht jahrelange Training. Manche können es etwas schneller, manche langsamer. Aber wenn du es schaffen würdest, zum Beispiel, dass die Verlinkung zur Schokolade ekelhaft ist und nach Tintenfisch schmeckt in meinem Fall und du das auch noch dann spürst, dass es so schmeckt, du legst das Ding weg und vielleicht kotzt du sogar bei Rewe auf den Boden. Weiß man nie, ne? Weiß man nicht. Oder zum Beispiel, wir verlinken negative Sachen miteinander. Wir verlinken zum Beispiel Sport, wird anstrengend, diese Gewichte zu stemmen. und so weiter und so fort. Wir verlinken das Negative und setzen eine Blockade bei uns im Kopf. Verlinkt doch aber das Gute damit, das Positive damit. Verlinkt doch, oh, wenn ich Sport mache, oh, das ist das geile Gefühl nach dem Sport. Herrlich, wunderbar, gepumpt, stramm, stabil. Oder beim Kampfsport zum Beispiel. Bam, 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 dieses geile Gefühl. Verlinke diese guten Sachen. So viel zu diesem Video. Es ging um Heißhungerattacken, ist ein bisschen rübergerutscht zu Mindset, Motivation und so weiter. Das war eigentlich aber auch schon der Sinn der Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst ein Like da, einen Kommentar da, was ihr von diesem Video haltet. Und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos.